Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur Bausatzvorstellung von Krogo the Child von Revell im Maßstab 1:3. Dieser Bausatz ist ganz neu und er wurde mir von Revell für ein Review zur Verfügung gestellt. Das soll aber nicht meine Meinung zu dem Bausatz beeinflussen. Er kommt aus der Reihe The Mandalorian, aus der bekannten TV-Serie. Das Kind hat 43 Teile und ist ungefähr mit dem Pod 23,9 cm groß. Auf dieser Seite sehen wir Fotos vom fertigen Modell und nochmal etwas Text. Hier haben wir nochmal schön Mando und Grogu. Ein kleines Foto über die Spritzrahmen, Angaben zur Farben und Werkzeug. Und hier drüben nochmal das gleiche. Die Setnummer ist 06783 und ich würde sagen, wir schauen mal hinein. Es handelt sich hier um einen Stülpkarton und dieser öffnet sich nach oben. Und da sehen wir auch schon den ganzen Inhalt. Also sind sehr große Bauteile. Und diese schauen wir uns jetzt alle im Einzelnen ein. Ihr seht ja 3 Tüten insgesamt und die Bauanleitung. Als erstes schauen wir uns die Bauanleitung an. Wie ihr sehen könnt, ist das Set von 2022, also komplett New Tool in Eigenentwicklung von Revell. Auf dem Frontblatt haben wir nochmal den Grogu mit seinem durchsichtigen Ständer, damit der Pod schwebt. Dann die üblichen Sicherheitshinweise und Verarbeitungshinweise von Revell. Nochmal ein kleiner Zettel zur Sicherheit. Hier haben wir die Decals. Man sieht viele Lackabplatzer, weil der Pod von Grogu ziemlich mitgenommen ist. Und auch Chipping an der Lackierung. Und auch Pupillen von Grogu. Auf der nächsten Seite nochmal eine Piktogrammerklärung. Und dann geht der Bau auch schon los. Hier haben wir eine Übersicht über die Farben, die verwendet werden müssen. Das sind Revell-Farben. Und da geht auch schon die Übersicht über die Sprues los. Hier Teile vom Verdeck, der durchsichtige Ständer und der Pod. Und da geht auch schon der Bau los. Hier haben wir den Kopf von Grogu. Der Kopf ist zweiteilig mit den Angaben über die Farben, wie er bemalt werden muss. Das Einsetzen der Pupillen, damit die Augen auch echt aussehen. Und dann das Zusammenfügen des Körpers. Bauschritt 5. Hier kriegt er seinen Schal, den Kragen von seiner kleinen Jacke, die Hände werden zusammengebaut. Dann ist Grogu auch schon soweit fertig in einer Art knienden Position. Hier gehen dann schon Teile für das Verdeck los von seinem Pod. Weitere Teile kommen an die Unterseite, die Bedienzeichen vorne. Dann immer mit Farbangaben auch im Inneren des Pods. Das Inlay, das Polster wird eingesetzt in der äußeren Schale. Dann Grogu und eine Decke und sowie das offene Verdeck. Dann nochmal weitere Anbauteile. Und hier sieht man jetzt auch, wozu der Ständer da ist. Man kann ihn dann in der Farbe des Untergrundes lackieren, wie man möchte. Mit einem durchsichtigen, klaren Plastikstab. Und da wird dann die Höhe festgelegt, in welcher Höhe er schweben soll. Das ist auch der letzte Bauschritt, Bauschritt 22. Und dann Bauschritt 23 ist dann schon das Aufbringen der ganzen Decals. Ich werde einen Teil davon nutzen beim Bau, aber ich werde auch einen Teil ganz traditionell mit der normalen Chipping-Technik machen, weil das dann einfach realistischer aussieht. Dort sind natürlich Fotos vom Original aus der Serie sehr hilfreich. So, das war die Bauanleitung und jetzt schauen wir uns die Teile an. Please don't forget to subscribe. It's free and helps me in my channel. Thanks! Hier in dieser einen Tüte, da haben wir die Unterseite seines Pods. Ganz glattes Plastik mit den Aufnahmen für weitere Anbauteile. Und das Inlay
lässt sich herausnehmen. Hier sind ja auf gut Deutsch die gepolsterten Streifen von der Innenauskleidung des Pots, die dann einzeln bemalt werden müssen, wo Grogu darin sitzt. Und dieses Teil kommt dann wieder hier rein. Aber da kriegt man schon mal eine gute Vorstellung, meine Hand, wie groß dann der Pot ist. Wenn man sich ja noch vorstellt, wie Grogu da drin sitzt, das wird bestimmt super aussehen. In dieser Tüte befinden sich der Ständer, alle Teile sind aus durchsichtigem Plastik. Das ist ein sehr schönes und klares Plastik, muss ich sagen. Der Kunststoff ist wirklich klasse. Fast schade, um ihn zu lackieren. Und dann sieht man die Ständer, die Stangen, mit denen man die Höhe regulieren kann, sowie Grogus Pupillen. Am Ende des Videos werde ich euch Fotos einblenden von der Bauanleitung und von den einzelnen Bauteilen. Da könnt ihr nochmal das Video pausieren und euch in Ruhe die Teile ansehen. In dieser Tüte befinden sich 2 Gießäste und ich denke mal, darauf habt ihr alle gewartet. Und dann mache ich es auch nicht länger spannend. Schauen wir uns direkt den Grogu einmal an. Hier haben wir das Gesicht von dem kleinen Mann mit seinen süßen Ohren. Dann der Schal oder besser gesagt der Kragen, das Unterteil vom Pott und seine Decke. Der Hinterkopf ist hier und sein kleiner Körper. Das ist vorne seine Brust, der dann aus dem Pott rausschaut. Was auffällt, bis auf den Kragen, der ein bisschen Struktur hat, hat seine Kleidung keinerlei Struktur. Das Plastik ist ein wenig rau, wie es hört, aber die Stoffstruktur fehlt. Das müsste man noch ein bisschen verbessern, damit er realistisch aussieht. Ansonsten finde ich es viel zu glatt und unrealistisch. Aber das lässt sich alles hinkriegen, genauso wie bei der Decke. Das ist glatter Kunststoff. Man sieht nur zwar einen Faltenwurf, aber keine Stoffstruktur. Bei der Rückseite nochmal. Und hier sieht man nochmal die Prägung. Revell 2022 und Grogu the Child. Die offizielle Lizenz. Der letzte Sprue sind seine kleinen Hände für den Fingernägel und die Krallen. Weitere Anbauteile für den Pott, die Mechanik für das Verdeck, was, wenn ich richtig gesehen habe, sich nur offen bauen lässt. Dann hat man nochmal das Innenteil seiner Pupillen, wo die Decals drauf kommen. Und dann das Cover von seinem Verdeck. Hier ist eine schöne Unterbrechung drin. Sieht wirklich aus, als ob das aufgefahren wäre. Das finde ich nett. Und nicht zu vergessen, die kleinen Füße. So, was jetzt meine Meinung zu dem Bausatz? Also ich bin ein sehr großer Star Wars und The Mandalorian Fan vor allem. Ich finde Grogu toll und ich finde es auch toll, dass Revell sich dem angenommen hat und wirklich einen Grogu gemacht hat in einer ordentlichen Größe, den man sich irgendwo schön hinstellen kann als Display. Was ein wenig schade ist, ist wirklich die fehlende Stoffstruktur an seiner Kleidung und an der Decke. Aber ich denke, wie gesagt, das kann man nacharbeiten. Und ansonsten sehr tolles Plastik, keine Fischhäute, ganz klares Plastik hier, einfache Anleitung, überschaubare Teilezahl und ich denke, das wird ein schöner Bausatz werden und fertig wird er super aussehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder, wenn ich den Grogu mit seinem Pott baue. Bis denn, euer Ben.